Hallo und schön, dass Sie hier sind beim ENSA-Programm, dem entwicklungspolitischen Schulaustauschprogramm von Engagement Global. Heute will ich mit Ihnen über Geld reden, genauer gesagt, wie Sie Geld von ENSA bekommen. Denn Sie wissen ja, dass Sie neben der inhaltlichen Begleitung von ENSA auch eine finanzielle Förderung für Ihre Vorhaben bekommen. Mit wie viel Geld ENSA Ihr Projekt unterstützt, hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allem von der Anzahl der zuwendungsfähigen Programmtage, den Projektaktivitäten und wie viele Teilnehmende dabei sind. Und weil das mit dem Geld wirklich ein bisschen kompliziert ist, drösel ich die Details jetzt ganz kurz auf. Also, ENSA bezahlt ihre Projekte nicht, ENSA fördert, und zwar anteilig. Anteilig heißt prozentual und das wiederum heißt, ENSA beteiligt sich nicht mit einer Fixsumme an den Ausgaben, sondern immer nur mit einem bestimmten Prozentsatz und nur bis zu einer bestimmten Höchstsumme. Wie viel Prozent aller Ausgaben gefördert werden und wie hoch die Höchstsumme ist, kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Aber das ist kein Geheimtipp, die Zahlen kann man auf der ENSA-Website nachlesen. Ganz wichtig ist, ENSA kann nicht einfach alle Kosten bezahlen, die Ihnen im Laufe des Projekts entstehen, sondern nur die Ausgaben, die bei uns zuwendungsfähige Ausgaben heißen. Und das sind zum Beispiel Flug- und Reisekosten, Übernachtung und Verpflegung, Visakosten oder auch notwendige Impfungen. ENSA fördert aber beispielsweise nicht Taschengeld für die Teilnehmenden oder Reisegepäckversicherung. Leider nein. Welche Ausgaben genau zuwendungsfähig sind, dazu gibt es natürlich auch eine Liste auf der ENSA-Website. Also nochmal zusammengefasst, ENSA bezahlt ihr Projekt nicht, sondern fördert es, aber nur anteilig bis zu einem bestimmten Prozentsatz und nur bis zu einer Höchstsumme. Und das alles nur bezogen auf die zuwendungsfähigen Ausgaben. Wenn ENSA nicht alles bezahlt, was heißt das dann für Sie? Dass Sie auf jeden Fall einen Teil der Ausgaben tragen müssen. Woher das Geld dafür kommt, ist mehr oder weniger Ihre Sache. Vielleicht ist schon ein wenig Geld vorhanden oder Sie erheben Teilnahmegebühren, vielleicht springt der Förderverein ein oder Sie erhalten eine Spende. Sie können auch Gelder aus einem anderen Fördertopf einbringen, wobei das dann allerdings keine Bundesmittel sein dürfen. Jedenfalls für eine ENSA-Förderung müssen Sie auch eigenes Geld einbringen. Das steht natürlich alles im Vertrag, den Sie mit ENSA für Ihr Projekt abschließen. Da steht drin, was Sie vorhaben und wer alles mitmacht, was das ganze Vorhaben kostet und wie hoch Ihr Eigenanteil ist, mit welchem Anteil sich ENSA beteiligt und was Sie alles beachten müssen beim Umgang mit dem ENSA-Geld, wenn sich an Ihren Plänen etwas ändert. Wie jetzt? Wenn sich an Ihren Plänen etwas ändert? Aus Erfahrung wissen wir, das passiert. Der Ablauf kann sich ändern, die Anzahl der Teilnehmenden und auch die Ausgaben für das Projekt und damit die Förderung sind ja nicht in Stein gemeißelt. Daher steht eben auch in unserem gemeinsamen Vertrag, was Sie uns mitteilen oder bei uns beantragen müssen, wenn sich an Ihren Plänen etwas ändert. Noch ein kurzes Wort zu einem anderen Thema. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass ENSA sich anteilig an den Projektausgaben beteiligt, also ENSA nur einen festgelegten Teil von ganz bestimmten Ausgaben übernimmt. Wenn jetzt aber zum Beispiel die zuwendungsfähigen Ausgaben sinken, weil etwa die Flüge billiger geworden sind, dann sinkt natürlich auch der Anteil, den ENSA dazu tut, weil die prozentuale Förderung hängt ja von der Gesamtsumme ihrer zuwendungsfähigen Ausgaben ab. Klingt logisch, oder? Wir haben es fast geschafft. Noch ein kleiner Hinweis zur Projektfinanzierung. Sämtliche Mittel, Ihr Anteil und das Fördergeld von ENSA dürfen nur in einem bestimmten Zeitraum ausgegeben werden. Dieser Zeitraum ist im Vertrag festgelegt. Bitte achten Sie peinlich genau drauf, denn wofür und wann das Geld ausgegeben wurde, prüfen wir am Ende des Projekts, und zwar sehr genau. Das erscheint alles recht komplex und Sie fragen sich bestimmt, wieso geht es nicht auch einfacher? Das ist einfach zu erklären,
weil es sich um Steuergelder handelt, also um ihr Geld und das ihrer Nachbarinnen und Nachbarn und Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese Leute unterstützen wahrscheinlich gern ihr Projekt, aber sie erwarten auch, dass mit dem Steuergeld sorgsam umgegangen wird. Das ist immer so beim Umgang mit öffentlichen Geldern und wir von ENSA stehen Ihnen bei allen Fragen immer gerne zur Seite. In Workshops, durch unser Infomaterial und in unseren Sprechstunden. Und wenn es Unsicherheiten gibt, fragen Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen.